Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Laufreise hier im wunderschönen Brasilien. Ich befinde mich hier am Strand von Arraial do Cabo, den Playa Grande. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, den verlinke ich hier oben. Einfach raufklicken und dann könnt ihr erstmal den ersten Teil anschauen. Da geht es um meine Laufreise, wie alles begann, wie ich in Buenos Aires startete und nach Rio flog und dann weiter von Rio, ja, dort die Copacabana und Ipanema lang lief, sowohl eine kleine Laufreise unternahm. Ansonsten in diesem Video seht ihr ja die Höhepunkte meiner Reise hier in Arraial do Cabo. Das alles seht ihr jetzt in diesem Video. Also viel Spaß dabei und danke, dass ihr dabei seid. So, hier in Arraial, gestern angekommen, drehe ich jetzt gerade meine ersten Kilometer. 2 sind schon erledigt. Ich bin hier am ersten Strand angekommen. Wie ihr seht, wunderschön, kristallklares Wasser, weiße Strände. Ja, was will man eigentlich mehr von einem Urlaubsparadies hier in Arraial do Cabo? Hier hinter mir seht ihr den Hafen von Arraial do Cabo. Wo gerade hunderte Leute hintümmeln, um verschiedene Bootsfahrten zu machen. Ja, doch seht selbst, ist ganz cool. Habe ich die letzten Jahre immer gemacht. Ich glaube dieses Jahr mal nicht, weil es irgendwie das Gleiche. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man mal hier ist, ja, eine Reise wert und sollte man auf jeden Fall machen. Hier geht es gerade sehr steil bergauf, über viele Treppen. Wird ja hier ein Berg in Arraial do Cabo erklommen. Neben den ganzen Trubel am Hafen hat man hier auf der anderen Inselseite die Ruhe, die man möchte. Du siehst mit einer sagenhaften Aussicht. Ein kleiner Traillauf gewesen. Vom Hafen her knappe 5 Kilometer, fast ja, steil bergauf. Da hatte die Pumpe ganz schön zu tun, aber ja, es lohnt sich mit dieser wunderschönen, sagenhaften Aussicht. Was soll ich dazu noch sagen? Mir fehlen die Worte. Wir fahren noch eine kleine kurze Reise zum Playa Grande, zum großen Strand. Ihr seht im Hintergrund wird schon die Bühne für den 31. Dezember für die Silvesterparty aufgebaut. Wie auch im vorigen Video in Rio, hier ein bisschen kleiner, aber dennoch gewaltig. Denn meine Erinnerungen aus dem letzten Jahr sagen mir, es werden wieder hunderttausende Leute hier diesen Strand bevölkern, die Straßen, auf den Straßen friedlich feiern und ja, das neue Jahr dann ganz in weiß bekleidet beginnen werden. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Morgen bin ich auf jeden Fall dabei. Es gibt hier die T-Shirts-Auslage. Vorher habe ich nur die Startnummer abgeholt und jetzt noch den Start hier.
Was für eine Scheiße. Hatte alles bis ins Detail geplant. Bin extra früh ins Bett gegangen. Sehr zeitig aufgestanden, um Zeit für den Morgenkaffee, Frühstück etc. zu haben. Und dann so eine Stunde vorm Start dann den Uber gerufen, beziehungsweise es versucht. Und es hat keiner zugegriffen. Leider musste ich darauf verzichten. Leider waren alle Mühen umsonst. Ich war am Verzweifeln, konnte fast heulen vor Frust, denn sonst hatte ich nie solche Probleme. Das letzte Jahr hat es auch relativ gut funktioniert und dieses Jahr keine Chance. Hinlaufen war nicht möglich, sind knappe 20 Kilometer. Eine Stunde vorher wäre nicht zu machen gewesen. Also dort beiß ich jetzt in den sauren Apfel und ziehe meine Jahresendrunde ganz allein, ohne auch mit einer Medaille belohnt zu werden. Jetzt drehe ich meinen Silvesterlauf halt allein hier in Arroyal do Cabo. Sie werden definitiv mehr als die angestrebten 5 Kilometer werden. Aber Laufen setzt und macht ja auch Spaß. Hinter mir seht ihr die Buggy-Touren, die bei mir an mir vorbeirauschen, während ich hier so meine Runden drehe. Im Sand zu laufen ist echt anstrengend, aber die Aussicht macht es auch wieder gut. So, der Silvesterdrops ist heute gelutscht. 11,2 Kilometer sind es geworden. Bei überfüllten Stränden durch die Innenstadt zu menschenleeren Stränden gelaufen. Der Tag, wie ihr wisst, begann anders als geplant. Aber der Lauf hatte es trotzdem in sich, hat Spaß gemacht. Und das war der letzte Lauf 2025. Ich denke, morgen geht es dann gleich weiter mit dem Timelaufe am 1.1., bevor es dann für mich wieder zurückgeht über Rio nach Buenos Aires. Und schaut morgen selbst, wie gesagt, ein Lauf fehlt hier noch in Arroyal do Cabo und dann geht's wieder zurück nach Hause. 1.1. Es ist 8:05 Uhr. Für mich heißt es schon am frühen Morgen meine Neujahrsrunde drehen. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Partygeschehen von gestern. Die Bühne ist noch aufgebaut. Die ersten Leute strömen wieder zum Strand. Heute bei viel, viel besserem Wetter als gestern. Gestern war sehr stark gewölkt. Sehr, sehr hoher Wellengang. Heute sieht das wieder ganz anders aus. Freundliches Wetter. Wir haben es bereits 28 Grad. Und ich werde jetzt so ein paar Kilometer drehen. Auf Plan stehen 10. Mal schauen. Und schon geht's steil bergauf. Nach knapp 500 Metern. Hui, das wird ein guter Lauf. Wie bereits das Jahr 2025 endete, beginnt auch das Jahr 2026 mit vielen Auf- und Abs. Jetzt einige Treppen runter zum Strand. Jetzt hier am Strand angekommen, schon wieder gut bevölkert. Geht's jetzt gleich wieder zurück. Wir waren jetzt knappe 6 Kilometer
nochmal 6 Kilometer zurück und dann die Dusche nehmen und dann geht es auch schon wieder zurück nach Rio und von Rio dann weiter nach Buenos Aires, wenn alles gut geht. Ein paar Treppen gelaufen. Bespaßt wurde ich auf meiner kleinen Brasilien-Laufreise mit den On-Running Cloud Boom irgendwas. Ich hatte nur ein paar Laufschuhe dabei, aus dem Grund bin nur mit Handgepäck gereist. Maximal 8 Kilo, da war kein Platz für ein zweites Paar, deswegen sind es diese geworden. Warum? Hatten noch nicht viele Kilometer runter. Knapp 100, jetzt sind es weitaus 150 Kilometer mehr, die ich die letzten 8 Tage hier gerissen habe. Und ja, schönes Ergebnis, lief rund mit den Dingern, also was soll ich mehr sagen, sehr zu empfehlen. So, das war's von mir aus, von der kleinen Laufreise hier in Brasilien. Für mich heißt es wieder Abschied nehmen. Es geht wieder zurück nach Buenos Aires. Aber das nächste Jahr hat einiges in sich. Wird ein sehr, sehr spannendes und großes Laufjahr für mich. Mein drittes Laufjahr in Folge beginnt. Ich habe ja erst vor knapp 2,5 Jahren angefangen mit dem Laufen. Dafür sehr, sehr intensiv. Wer meine Videos kennt, weiß das auch und sieht sehr verschiedene Läufe. Von 5 über 10 bis Marathon. Ich habe mich an den Ultra Beccia dran getraut. Ich war in den Bergen Argentiniens laufen. Ich war in Berlin beim Marathon dabei, etc. etc. Es war ein sehr, sehr erfolgreiches und wunderschönes Jahr 2025. Und 2026 hat es, wie gesagt, auch in sich angenommen. Bestätigt bin ich bereits für den Ultra Trail in Aconcagua. Diesmal geht es 50 Kilometer durch die Berge Argentiniens. Aconcagua ist der größte Berg der Welt außerhalb Asiens. Und dort werde ich dann auf ca. 4000 Meter Höhe 50 Kilometer laufen. Dann geht es weiter, angenommen wurde ich zum Berlin-Marathon und Jubiläum für mich, der Chicago-Marathon. Bis dahin muss noch einiges geplant werden und es werden weitaus viel mehr Läufe folgen, wie auch 2025, da waren es knapp 40, denke ich mal. 2026 wird es ähnlich so sein und ja, seid, wie auch ich, drauf gespannt und ich freue mich, dass ihr dabei seid, meine kleine Laufreise zu beobachten und spannende Geschichten mitzuerleben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein sehr, sehr tolles, erfolgreiches und wunderschönes neue Jahr 2026. Lasst es krachen und wer von euch auch läuft, ich hoffe, es läuft genauso gut bei euch wie bei mir. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid.